Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das letzte Video, die letzten Stunden sind angebrochen von dem S31 Server. Mein Server, auf dem ich groß geworden bin, da hängen sehr viele Erinnerungen dran und heute Abend um 23:59 Uhr ist es dann soweit. Wir haben es jetzt gerade 18:45 Uhr, das heißt, es sind wirklich die letzten Stunden von S31 und ich wollte unbedingt, bevor der Server hier schließt, nochmal ganz kurz, den Server nochmal zeigen, so wie er halt ist, mit seiner Rangliste, mit seinen Gilden, die auf den Plätzen stehen, denn so wie sie jetzt hier zu sehen sind, werden sie in Zukunft nicht mehr so zu sehen sein. Dann wird alles über den Haufen geworfen, alles wird sich verändern und ja, dann ist F9 das neue S31 und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, was das wird. Ich hatte auch gelesen gehabt, dass man sich ein bisschen gedulden soll bis um ca. 16 Uhr, weil die Accounts oder die Server werden dann irgendwie ja eingefroren. Irgend sowas stand ja auch, glaube ich, hier in dem Begrüßungsding hier, glaube ich, drin, ne? Während der Fusion wird diese Spielewelt für einige Stunden nicht erreichbar sein. Und ja, auf Discord hatte ich irgendwie sowas gelesen von 16 Uhr. Deswegen, vielleicht folgt heute sogar noch ein zweites Video, müssen wir mal schauen, wenn F9 dann gemerged ist und die ersten Gilden da drauf sich gegründet haben, beziehungsweise die ganzen Spieler auch da drauf gejoint sind, müssen wir mal schauen. Vielleicht bleibt es heute auch nur bei dem Video hier, aber auf jeden Fall wollte ich die letzten Stunden hier nochmal auf dem Server nochmal ein bisschen zelebrieren. Vielleicht schaffen wir es nochmal, uns auf Platz 1 zu kämpfen mit dem aktuellen Equipment. Fällt es mir gerade wirklich mehr als schwer, muss ich sagen, mich zu behaupten hier gegen die Leute in der Ehrenhalle. Es ist wirklich nicht so einfach tatsächlich. Liegt hauptsächlich halt auch an der Waffe an sich, sag ich mal, weil wenn man sich mal die direkten Stat-Punkte vergleicht, da bin ich auf jeden Fall besser, aber was halt eben den Schaden angeht, bedingt halt eben auch durch die Waffe, sieht man hier Durchschnittsschaden 240 Millionen zu 226 und ja, das resultiert halt eben aus der Waffe und nicht aus den Basisstats, die man hier jetzt vielleicht gerade in dem Moment die Nase vorn hat. Und ja, so ähnlich sieht es hier auf den anderen oder gegen die anderen Leute auch aus, ne? Es wird dann auch in Zukunft kein S31-Server mehr so in der IHOF geben, da dieser hier natürlich dann auch wegkommt und alle anderen Server, die mit in dieser Fusion mit einbegriffen sind, auch. Heißt im Umkehrschluss auch, dass wahrscheinlich Celtic auch heute den letzten Tag in der IHOF zu sehen sein wird. Ich denke mal, ab morgen werden dann andere Gilden die IHOF dann hier übernehmen und sich dann hochkämpfen. Und dann wird es nochmal richtig interessant werden, weil halt eben extrem krasse Mega-Gilden hier auch entstehen sollen auf F9, die halt sogar den Endgegnern hier Konkurrenz machen, die halt eben, die vorherige Platz 1 Gilde Phoenix eben haushoch abgelöst haben. Wir können da ja sehr gerne nochmal uns so ein bisschen durchskippen hier, uns nochmal einen Kampf anschauen, den aktuellsten von Phoenix gegen die Endgegner, wie es hier so aussieht. Aber auch hier sieht man natürlich schon anhand der Member, die es gebraucht hat, um die andere Gilde zu besiegen, spoilert man sich schon so ein bisschen indirekt vorher, dass sie halt eben nur 45 Leute hier gebraucht haben von 50, weil bei einem internationalen Kampf sind automatisch immer alle Mitglieder mit vollem Leben angemeldet. Da gibt es halt keine manuelle Anmeldung für, die sind halt automatisch alle mit Full Life dabei und messen sich gegen die anderen. Und ja, deswegen fehlen hier keine Leute, sondern mehr Leute hat es halt einfach nicht gebraucht für diesen Kampf gegen Phoenix zu gewinnen. Deswegen ist das halt auch sehr krass. Und ihr seht halt auch Riddick und auch viele andere, die hier bei den Endgegnern spielen auf F8, die spielen nicht mal zu 100%, sag ich mal, mit voller Kraft mit, sondern die lassen sich halt in der Ehrenhalle droppen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das mache irgendwie, ob ich auf Tränke komplett verzichte.
auf Waffe vielleicht sogar verzichte, ich weiß es nicht ganz genau. Und weil man hat das gesehen bei den letzten Fusions-Server-Starts, sag ich mal, dass eben, das hat angefangen auf F1, da hatte Strider, glaube ich, noch, war da, glaube ich, auf F1 spielt er, glaube ich, ne? Wo halt eben USA und so gemerged wurden mit anderen Servern und ja, der Kollege hat sich dort natürlich dann auch sofort droppen lassen in der Rangliste und andere haben es ihn halt auch eben, ja, gleich getan und haben sich auf den neuen Fusionsservern auch in der Rangliste halt eben droppen lassen, um halt eben das Beutegold zu kassieren von Leuten, die sie halt eben deutlich leichter besiegen können, als eben ja, Leute, die weiter oben stehen, beziehungsweise halt eben sich in niedrigere Gefilde schlagen, um halt eben den Leuten dort halt auch ja, versuchen, das Gold eben aus der Tasche zu locken. Bis zu 100 Millionen am Tag kann man halt durch das Beutegold gewinnen. Und ja, da bin ich auch am Überlegen, da vielleicht mitzumachen oder so. Da bin ich mir aber noch relativ unsicher, weil so oder so schneide ich mir ja momentan gerade ins eigene Fleisch, weil ich halt jetzt nicht darauf erpicht bin, im Moment gerade das Maximale rauszuholen, was halt was die temporären Stats angeht, also Equipment, Steine, Verbesserung. Und warum sollte ich dann da Wert auf die Tränke legen, wenn ich sowieso keinen Wert auf mein Equipment gerade lege? Im Moment. Bis Stufe 700. Dann sieht es anders aus, ne? Dann gehen wir full all in. Aber bis dahin hatte ich mir sogar überlegt gehabt, ja, lässt man vielleicht sogar die Tränke weg. Mal schauen. Wir werden mal gucken auf F9, wie das Ganze dann aussehen wird. Ne, es wird eine komplett neue Dynamik werden. Ich hatte auch schon gehört, es gibt spezielle Fusions-Events. Also wenn ein fusionierter Server den ersten Tag quasi erlebt, beziehungsweise die Server werden zusammen fusioniert und dann kommt ein neuer F-Server raus. Dann haben die nochmal gesonderte Events, so wie bei einem Serverstart zum Beispiel. Und da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht ganz, welche Events das beinhaltet. Aber ja, da werde ich euch auf jeden Fall dann spätestens morgen drüber berichten, wenn wir auf dem neuen Server starten. Und heute genießen wir nochmal ein letztes Mal hier den Anblick auf F9. Es ist auf jeden Fall, ich freue mich auf einen neuen Schritt. Es ist aber auch natürlich ein Abschied, sag ich mal, von dem alten Server, von der alten Dynamik, die hier geherrscht hatte. Und ja, es ist auf jeden Fall, wenn man so rückblickend das Ganze betrachtet, S31, der Server, wo ich mich damals vor 10 Jahren oder was weiß ich, wann ich hier angefangen hatte, mich drauf registriert hatte. Höllschreiß Wille, für die Leute, was der Spruch halt hier mit sich bringt, das wissen halt viele auch nicht. So, das ja, habe ich fast in jedem meiner Chatboxen oder wie nennt man das hier, Kommentarfunktion, zu stehen, hier diesen Vergleich, den hatte ich halt damals und den habe ich heute immer noch als Tribut an die erste Gilde, in der ich gespielt hatte. Höllschreiß Wille hier auf S31 und das war halt die erste Gilde, der ich gejoint bin, weil das war eine Gilde, die halt eben komplett von meinen Kumpels geführt worden ist, aus dem Real Life, halt Real Life Kumpels so, ne, die mich halt eben auch zu dem Spiel auch geführt haben. Und ich dann halt schlussendlich als letzter noch auf dem Spiel halt hängen geblieben bin, sag ich mal. Ne? Und es war eine geile Zeit gewesen, es war eine sehr coole Erinnerung. Ich weiß noch, ich hatte damals halt eben zu meiner Ausbildungszeit, wie gesagt, vor 10 Jahren circa, das Game für mich entdeckt durch meine Kumpels halt, hatte das in der Ausbildungszeit halt sehr viel gezockt und halt eben bis heute hat das Ganze noch so standgehalten und Höllschreiß Wille, das war halt eben die Gilde, der ich gejoint bin. Deswegen war das halt die erste Gilde, in der ich jemals gespielt hatte in Shakes & Fidget. Bin dann danach schweren Herzens, weil die Gilde komplett zerfallen ist, zu Flames of Destiny gewechselt, was jetzt heute Ghost of War ist. Ja, und von dort aus dann halt eben zu Celtic. Das war jetzt so mein Werdegang, sag ich mal, auf S31 und das neigt sich jetzt dem Ende zu, auf dem Server hier zumindest. Jetzt fängt ein neues Kapitel an. Eine Tür schließt sich, die nächste öffnet sich, so ist das immer, ne? Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt,
wie wir uns schlagen werden auf dem neuen Server. Vielleicht spielt ihr ja auch da drauf, vielleicht wechselt ihr zu neuen Gilden, sag ich mal, zu stärkeren Gilden. Vielleicht seid ihr inaktiv und freut euch endlich mal in einer aktiven Gilde zu spielen. Ne? Da gibt es natürlich zahlreiche Leute, die halt eben auch es wissen wollen auf F9. Ne? Da können wir natürlich jetzt auch mit Celtic ganz klar nicht mithalten, aber eventuell verirrt sich auch der ein oder andere vielleicht zu uns, weil ich bleibe den Kelten natürlich auch nach wie vor treu. Ne? Da hatte ich ja jetzt in der Vergangenheit schon öfter mal darauf hingewiesen, wurde jetzt von unserer Gildenleitung halt jetzt auch aufgrund der Serverfusion halt eben auch zum Offizier ernannt, falls sich halt eben auch Leute eventuell bei mir oder durch mich oder mit mir in der Gilde spielen wollen, die mich dann halt eben auch anschreiben können und so, die auf F9 in Zukunft spielen werden und die halt eben auch das dementsprechende Level haben, weil Leute gibt es natürlich auf S31 auf dem Aufholserver genug, die natürlich in die noch Platz 1 Gilde wollen, ne? Aber da ist das Level halt meistens immer nicht so geil, sag ich mal. Und deswegen muss das auf jeden Fall schon ein etwas höherer Account sein, den man dann hier auch in der Gilde in Zukunft aufnehmen kann. Und wir haben ja hier auch nur aktive Leute drin, deswegen ist auch immer schwierig. Dann muss das schon ein richtiger Brecher-Account sein. Ne? Aber wenn ihr richtige Brecher-Accounts habt und auf F9 seid, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht bei uns spielen, sondern wahrscheinlich in einer anderen Gilde, denke ich mal. Ne? Die in Zukunft auch, wie gesagt, den momentanen Platz 1 in der IHOF halt eben vielleicht auch den Rang ablösen können, was natürlich ich auch den Leuten wünschen würde, weil es ist natürlich cool, auch seinen Server zu repräsentieren in der IHOF, was uns bisher, sag ich mal, so semi-gut gelungen ist. Ich meine, mit den Celtic waren wir auch schon öfter mal in den Top 10 gewesen, zu unseren Hochzeiten so, ne? Allerdings konnten wir das dann halt auch auf lange Sicht nicht halten. Und jetzt ist es halt dann cool, wenn F9 sich gründet und dort sehr viele starke Spieler sich zu einer Mega-Gilde fusionieren und man halt eben auch auf F9 spielt, ne? Dann wird man halt eben auch selbst mit F9 hier ganz oben angezeigt. Zwar nicht in der Gilde, in der man spielt, aber halt eben der Server, und bin auf jeden Fall auf sehr spannende Battles zwischen S1 und F8 und F9 und was in Zukunft noch so kommt, gespannt. Und wenn es dann soweit ist, werden wir da auf jeden Fall noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, mit werden wir, meine ich, Mehrzahl, und mal gucken. Wird auf jeden Fall die nächsten Tage, denke ich mal, noch so ein bisschen was kommen. Und alles klar. Ich denke mal, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Die letzten Stunden zu S31. Ein historischer Moment auf jeden Fall. Und sehr, sehr krass, ne, wie sich das Ganze alles so entwickelt hat. Ich werde jetzt schon wieder nostalgisch hier, aber bevor wir jetzt zu weit abdriften in die Richtung, würde ich sagen, sind wir jetzt mal raus. Ne, und sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video dann auf F9 wieder. Ne? Ist krass. Ja, alles klar, Leute. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.